Nach den starken Regenfällen in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 24 fließt in Sonserra de Marina sedimentbeladenes Wasser aus dem Torrent ins Meer. Die rote Flagge ist gehisst und Polizeifahrzeuge sind vor Ort. Wir von Nemming Green haben eine Wasserprobe entnommen, um herauszufinden, was sich darin befindet und welche möglichen Risiken ein solches Unwetter in Bezug auf unsere veraltete Kanalisation birgt. Im folgenden Interview sprechen wir mit Micha, einem Experten für Wasseranalysen, der die Probe in seinem Labor für uns untersuchen wird. Hallo Micha, grüß dich. Hallo. Ja, wir sind heute hier, weil wir eine Wasserprobe aus Sonserra de Marina mitgebracht haben. Ja. Die steht hier unten auf dem Tisch. Ja. So sieht die aus. Und die haben wir aus dem Torrent in Sonserra de Marina nach diesen starken Regenfällen geholt. Habt ihr Karamellvorkommen da, oder? So sieht's aus. Also man sagt jetzt, dass ganz, ganz viele Kanalisationsabwasser oder sowas da wohl reingeflossen sein sollen. Eben auch deswegen, weil das Ganze extrem nach Kloake gestunken hat. Ja, jetzt sind wir hier und wollen einfach mal das Wasser testen, einfach mal ausprobieren oder einfach mal rausfinden, was ist eigentlich in diesem Wasser drin. Dazu haben wir natürlich dich als Experten aufgesucht und wollen halt wissen, wie geht man da vor, nach welchen Stoffen sucht man dort und was für eine Aussagekraft hat das überhaupt? Also, es ist so, dass wahrscheinlich, wenn du sagst, es kommt aus so einem Torrent, wenn da noch Kläranlagen in der Nähe sind und die sind an diesem Torrent angebunden, Sonserra de Marina, muss man mal gucken, gibt sogar offizielle Pläne dazu, wo so Einleitungsstellen sind. Wenn es so stark regnet, schaffen die Klärwerke das nicht, das Wasser zu verarbeiten. Also die ganze Menge, die in den Kanalisationen zusammenkommt, ist dann so stark, dass letztendlich das Klärwerk irgendwann überläuft. Und damit das nicht passiert, öffnen die ein Ventil. Und das läuft dann in die Torrente. Das liegt wirklich daran, dass die hier teilweise Kläranlagen noch aus den 70er Jahren haben. Die wollen das zwar immer renovieren, versprechen das auch ewig, aber ich bin jetzt 10 Jahre auf der Insel, habe schon mehrfach auch im Auftrag für RTL Wasseranalysen gemacht, die genau diese Fragestellung haben. Kann ich eigentlich dann an dem Strand baden oder nicht? Und es ist eigentlich so, dass eigentlich die rote Flagge auch ausgehangen wird. Die haben wir da gesehen, genau. Dann heißt es, dass das, was wir jetzt machen, das macht das Gesundheitsamt auch. Die nehmen Wasserproben und analysieren die da. Dann gibt es so einen Schnelltest auf Keime, den kann man machen, da sehe ich, sind Keime drin oder nicht. Und wenn das dann ist, dann sperrt man den Strand. Dann gibt es die Analysen, die man dann macht und misst dann die koloniebildenden Einheiten in E. coli. Die sind natürlich in so Meeresgewässer, dürfen die ziemlich hoch sein, aber bei 1000 koloniebildenden Einheiten muss der Strand gesperrt werden. Wobei man sagen muss, um dass man ein Verhältnis zu haben, in einem öffentlichen Schwimmbad dürfen null, nicht eine, sondern 0 koloniebildende Einheiten Fäkalkeime sein. Und wenn die denn jetzt hier hoch sind bei 1000, 1500 oder 2500 oder 5000, dann muss der Strand gesperrt werden, weil das dann gesundheitsgefährdend ist. Und es kommt ja noch was dazu, das misst man eigentlich nicht so, weil das im Moment zwar technisch möglich ist, aber von den Gesundheitsämtern noch nicht verlangt wird. Ich würde jetzt auch noch mal schauen auf Legionellen, weil Legionellen sind Aerosolkeime, das heißt, da würde es schon reichen, wenn das Wasser aufgewirbelt wird und man atmet das dann ein, dass man dann Lungenschädigungen davon ziehen könnte beim Baden. Wahnsinn. Und das würden wir jetzt mal durchgucken. Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich drauf. Schön, dass du da dein Fachwissen mit uns teilst. Ich lege das mal an, das dauert, wie gesagt, ich nehme die Proben, müssen dann nach 48 Stunden noch mal schauen, was dabei rumkommt. Und, ja, zeig uns mal, wie du dabei vorgehst oder was das nächste wäre. Ich habe jetzt eine Spritze, habe euer Wasser. So, die Spitze fasse ich nicht an, weil das ja alles steril bleiben soll. Also nicht, dass man sagt, da sind die Keime von dem Micha dran. So, dann ziehe ich das hier auf und habe hier mehrere Teste. Wir werden jetzt einmal auf E. coli testen. Das machen wir hier. So, dann gehe ich mal hier hin. Kannst du das so sehen? Ja. So. Das lassen wir mal da. Also quasi hast du so eine Folie noch mal wieder oben drüber gemacht über diese... Genau, und da gibt es gleich ein Werkzeug dazu. Da drücke ich das dann an. Denn das gleiche ist jetzt für heterotrophe Keime. Das gibt nachher noch schön bunte Bilder. Wir können damit auch Pseudomonas nachweisen. Die haben eigentlich einen tollen Geruch. Die riechen, Pseudomonas selber riechen wie Lindenblüten. Total herrlich. Aha.
aber sind auch bekannt als Krankenhauskeime, also als multiresistente Keime. Also trügt der Schein im Prinzip. Der trügt dann. Also dieser schöne Geruch, den man bei der Probe dann hat, soll dann nichts heißen. So, jetzt habe ich noch einen Test, das ist eigentlich ein Abstrichtest. Das ist der für die Legionellen und der ist dann nachher so schlimm. Das ist dieses schwarze Pad, was ich da habe. So, jetzt muss ich mal eben gucken. So, lass das hier mal rüberlaufen. So, das ist übrigens so, wenn ich die Beprobung durch habe, dann ist das Sondermüll. Also deswegen, die Leute denken immer, warum hat er in seinem Wasserlabor hier solche Maschinen hier, dieses Gerät, was da ist. Das ist ein Autoklav, das heißt, ich fahre mit hohem Druck über 200 Grad und töte dann diese Legionellen ab. Sonst ist es wirklich eine biologische Kampfwaffe, was ich da jetzt ranzüchte. Entwickelt sich über die Zeit da mehr? Also verbreitet sich das automatisch dann im Prinzip, wenn man das liegen lassen würde? Ja, oder? also wenn ich das an so einem Nährboden mit Temperatur, wenn ich das Wasser nehmen würde und in einer Pfütze sich sammelt und wird warm, also wenn ich da dann Temperaturen um die 28 Grad rankriege, dann wird es richtig gefährlich. Also wenn wir solche Regenvorkommen im Hochsommer hätten, den wir ja hatten, und die Steine sind warm, dann ist es so, dass sich dort mehr Keime bilden als in den kalten Zeiten. Also wir können ja froh sein bei diesen Torrenten, wenn das dann jetzt weggeht. Es gab auch schon mal, hier ganz in der Nähe, ein Torrent, der ist übergelaufen, da ist auch was aus dem Klärwerk reingelaufen. Da hat man dann geklortes Wasser nachgespült. Und das ist aber auch alles so, naja, das macht man damit die Leute merken, also der Bürger merkt, es wird sich gekümmert, passiert, ja. man macht was. Aber letztendlich sind das, so wie das, was ich jetzt mache, ich werde das ja in so einen Brutschrank reingeben bei 28 Grad, 48 Stunden, ist es eine biologische Kampfwaffe. Also zumindest könnte ich es dafür einsetzen. Und wie verfährst du generell jetzt weiter? Das heißt also, du setzt das jetzt in diesen Kasten ein und wir müssen quasi 48 Stunden auf ein Ergebnis warten. Was passiert in diesen 48 Stunden genau? Reagiert das irgendwie mit diesem Test oder wie hängt das zusammen? Also das ist jetzt nur Nährboden. Also da nimmt man eigentlich einen Agar für. Das ist jetzt hier Petrifilm, nennt sich die Firma, die das hier hat. Und dieses Agar gibt mir dann eine Aussage darüber, was da passiert. So. Die Probe sieht natürlich jetzt nicht so toll aus. Die müssen wir jetzt nochmal ergänzen. So, nochmal ein bisschen. Ist zu wenig drauf. Okay. Da untersuche ich übrigens nach Schimmel. Hier kann man das jetzt auch sehen, das Geklebste, was da so ist. Ne? Das ist dieser Nährboden und da wachsen die Keime dann dran. Aha. Was kann gesundheitlich eigentlich überhaupt passieren? Hast du da eine Idee oder Erfahrungswerte, wenn jetzt in so einem Torrent durch so ein Klärwerk, wenn da was reingespült wird an Kloake zum Beispiel oder an Fäkalien, was hat das für Auswirkungen und Konsequenzen auf den Organismus von Menschen? Ja, also die Legionellen, die nehme ich mal, das ist ja das, was man jetzt offiziell ja nicht misst. Die haben sorgen dafür, dass ich eine starke Lungenkrankheiten bekomme. Das wirkt sich so ähnlich aus wie eine Lungenentzündung. Das wird auch häufig damit verwechselt. Ist aber ja eine bakteriologische Infektion, die man da hat und wo man dann mit einem Antibiotika bei muss und da was machen muss. Also das ist ja nach dieser Legionärskrankheit benannt worden, wo Leute mal kontaminiertes Wasser genommen haben, um sich zu duschen. Das ist ja heute in Sportanlagen, überall in Europa gibt es ja eine Verordnung, dass Sportanlagen, die Duschen untersucht werden müssen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt so eine Sportanlage hat und mit solch einem Wasser Leute sich duschen, dann ja Prost Mahlzeit. Das andere bei den Wasser an sich, also mit den E. coli-Bakterien. E. coli-Bakterien sind Darmbakterien und zwar aus dem menschlichen Darm. Die gehören in den Darm. Die gehören nicht in den Gehörgang, die gehören nicht in die Augen rein und auch nicht in die Nasenschleimhäute. Sondern weil sie an Ort und Stelle im Darm halt eine Aufgabe zu erfüllen Da haben. haben sie was zu erfüllen. Das darf man auch nicht verwechseln mit dem Kot, den Fische absondern. Weil die sagen, wieso, was riecht der sich jetzt auf? Hier im Meer schwimmen ja auch die Fische, die kacken ja auch ins Meer.
könnte man ja auch ein Fass aufmachen. Nein, unsere Menschenkacke hat eine ganz andere bakteriologische Belastung, also die Darmbakterien, wie die zum Beispiel von Fischen oder eben halt auch Kakerlaken. Kakerlaken sind Laugenverdauer, die haben ganz andere Exkremente, die sie da rausspülen. Und je nachdem, was es ist, haben die auch andere Bakterien oder Keime. Deswegen, bei den E. colis ist es so, die können im Gehörgang schwere Mittelohrentzündung sorgen. Und wenn man es dann da drin hat, kann das bis zum Gehörverlust gehen. Und dann würde man von Körperverletzung reden. Übrigens, das, was da im Torrent passiert, das passiert ja, wenn es regnet, nicht. Wenn wir uns die Kläranlagen anschauen, kommt am Ende ja sehr sauberes Wasser bei raus. Das ist sogar so sauber, dass man das an die Golfplätze hier liefert. Also wir haben ja ganz viele Golfplätze auf Mallorca. Und bis auf 1 oder 2 bekommen alle Golfplätze Wasser von Kläranlagen. Und zwar aus der letzten Filterstufe. Und dieses Wasser muss nach einer Hygieneschutzverordnung nochmal gereinigt werden. Das macht man über ein Umkehrosmoseverfahren und filtert alles nochmal raus. Und dann darf es auf den Golfplatz. Warum macht man das? Weil die Aerosole von der letzten Filterstufe auch immer noch Keime enthalten können oder eben halt Legionellen. Und damit keiner, der Golf spielt, diese Legionellen einatmet über diese Besprenkler, die sie da haben, wird das so gereinigt, dass da wirklich sauberes Wasser ausgeht. Wie entsteht das Aerosol? Ist das ab einer gewissen Temperatur, dass das sozusagen dampfig wird dann oder sowas? Nein, das Aerosol, das passiert über das Versprühen. Okay. Und bei dem, was ich jetzt hier anzüchte, im Extremfall, wo ich sage Kampfwaffe, also so würde mir hier noch nichts passieren mit dem offenen Glas. Aber wenn ich jetzt aufwirbel und verneble das, dann kriege ich diesen Wasserdampf, atme ich den ein. Verstanden. Ja. Was ist das für ein Gerät jetzt? Das ist ein Brutschrank, da ist es auf 38 Grad hochgeheizt. Das mögen die Bakterien am liebsten. Wir geben denen jetzt so ein Wellnessprogramm. Also nachdem sie dann durch den Kanal gelaufen sind, kriegen sie jetzt hier nochmal ein bisschen Wellness, damit sie wachsen können, sich vermehren können. Und dann sehen wir in 48 Stunden, wie viele koloniebildende Einheiten das da gibt. Perfekt, danke dir. Und nach diesen 48 Stunden, auf welche Ergebnisse können wir uns ungefähr einstellen? Also jetzt nicht spekulativ, Also ihr habt das jetzt direkt während des Regenfalls genau, gemessen. also kurz nach dem Regenfall. Das heißt also, der Wasserschwall kam, wie man ja auf dem Video sehen kann, extrem runter. Und wir haben es halt ein paar Stunden später, haben wir es halt dann geholt. Ja. Ja. Gut, jetzt kann es sein, dass wir da nichts drin finden. Denn das ist wirklich aus der Umgebung alles rausgespült. Wenn da jetzt aber das Wasser einer Kläranlage drin war, dann sehen wir das, dann müssten wir eigentlich so um die 2000, 1500 koloniebildende Einheiten messen können. Dann kann ich dir sagen, ja, war ein Klärwerk. Wenn da mal ein toter Hase gelegen hat oder ein Hund hingekackt hat, der hat ja auch Na klar. ähnliche Darmbakterien. Das ist ja auch ein Säugetier, wie wir Menschen. So. Und der Code, den kann ich natürlich ja auch messen. Also was es ja auch gibt, ich weiß nicht, ob wir haben ja auch so eine Stelle auf der Insel, wo so viele tote Pferde immer begraben werden. Und wenn das abregnet über diese toten Pferde, die da in der Erde verbuddelt werden, dann kann ich diese Darmbakterien von den toten Tieren natürlich auch messen. Super. Vielen lieben Dank für die Informationen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Ergebnis, sind total gespannt drauf. Eben deswegen, weil alles so nach Kloake gerochen hat und wollen dem Ganzen natürlich dann weiter auf den Grund gehen. Vielen lieben Dank, Micha aus Pagera, mit deinem Pooldog, deinem Wasserlabor und deiner unfassbaren Fachkompetenz und lieben Dank dafür schon mal. So, jetzt machen wir noch 2 Proben aus Berlin.